Letztes Jahr ist mir etwas passiert, was die Sicht auf das Leben, den Tod und des Sterbens komplett verändert hat. Ich hatte davor immer sehr Angst zu sterben und seitdem habe ich keine Angst zu sterben, weil ich gesehen habe, was passiert, wenn man stirbt. Ähm, Dabei ist das keine typische Nahtoderfahrung. Ich habe sie auf andere Wege erlebt. Das klingt ein bisschen komisch, aber das wird sich mit der Geschichte nach und nach erklären. Dieses Video wird allen helfen, die genauso empfinden wie ich. Es ist komisch zu existieren, man checkt nicht, was der Sinn des Lebens ist. Man hat Angst davor, dass alles unnötig ist. Okay, dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Es ist sehr kompliziert jetzt, aber ich gebe mein Bestes, das wirklich so in Worte zu fassen, wie es sich angefühlt hat. Also, ich bin schlafen gegangen und jetzt befinden wir uns in einem Traum. Und zwar in meinem Zimmer. Ich bin in meinem Zimmer und auf einmal fliegen 2 Raben rein und mich verfolgen immer Raben in sehr speziellen Zeiten. Sie führen mich, sind für mich immer ein Warnzeichen oder ein gutes Zeichen oder wollen, ne, Aufmerksamkeit erregen. So, auf jeden Fall diese 2 Raben kommen rein und der eine sagt: „Komm mit in eine andere Welt. Wir wollen dich irgendwohin mitnehmen.“ Und ich war so: „Wohin wollt ihr mich mitnehmen?“ Voll gruselig, aber egal, no risk, no fun. Ähm, ich vertraue Raben halt sehr, also auch im echten Leben. Ich habe immer das Gefühl, die reden mit meiner Seele. So, deswegen habe ich gesagt: „Okay, let's go.“ Auf einmal fühle ich, wie ich nicht in meinem Körper bin, sondern meine Seele kommt von unten nach oben in einen Körper rein. Und das passiert innerhalb von so einem Schnips. Ich finde mich auf einem Bett und sehe einen Opa-like aussehenden Mann, der vor mir sitzt auf einem Stuhl. Links daneben eine Frau, die von Anfang bis Ende einfach nichts gesagt hat. Die war einfach nur da wie so eine Assistentin oder Wächterin. Ich gucke den Mann an und ich weiß direkt, es ist Gott. Oder Gott hat sich als diesen Menschen manifestiert. Es ist halt so, sobald ich in diesen Körper reingekommen bin, war ich wach. Und das bedeutet, wenn du in einem Traum nicht checkst, dass du träumst, dann kommt es dir normal vor, dass 2 Raben mit dir sprechen. Und dann, wenn du erwachst, realisierst du, dass du nicht in der eigentlichen realen Welt bist, ähm, sondern dass du träumst. Das nennt man luzider Traum. Es war aber kein luzider Traum. Das war so, ich habe richtig gefühlt, wie mein energetischer Körper kurz weg war und dann wieder da. Und ein Wissen hat mich sofort überflutet von, okay, ich bin gerade ganz woanders, es ist kein Traum mehr und vor mir sitzt Gott. Es war einfach so instant Telepathie von keine Ahnung was. Dann habe ich mit ihm geredet. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ich wollte unbedingt antworten über das Leben und die Existenz und über mein Leben. Und dann hatte ich 3 Fragen. Ich hatte Zeit für 3 Fragen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich gefragt habe und das nervt mich bis heute, bis zum geht nicht mehr. Aber eine Frage davon war irgendwas mit der Liebe. Wann treffe ich meine Liebe? Wo ist sie? Boah, heute würde ich einfach so andere Fragen stellen. Also ich hätte alles fragen können, einfach eine Konversation mit Gott und ich frage, wann ich meine Liebe finde. Nur weil ich ein Datum haben wollte oder was? Ey, das ist so unnötig gewesen. So, auf jeden Fall. Und er hatte irgendein komisches, so antik aussehendes Gerät, womit er geantwortet hat. Also irgendwas da, ich weiß nicht mehr so genau, wie es aussah. Aber ich habe noch nie sowas gesehen, deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch nicht so gut erinnern. So, auf jeden Fall, auf einmal fängt es an zu brennen. Die ganze Realität bricht auseinander. Und er hat mir gesagt, ich muss jetzt gehen, weil sonst bist du am Arsch. Also er hat es natürlich nicht so gesagt,
aber in mir habe ich auch angefangen, diese Unruhe zu fühlen. Also, ich habe gefühlt, wie meine Seele mich da rausgerufen hat, so als ob die Zeit ist jetzt vorbei. Geh jetzt. So. Und ja, dann beeilen wir uns raus. Die beiden haben mich geführt. Wir sind nach draußen gegangen. Alles fängt an zu brennen und sowas. Und dann gehen wir in ein Gebäude rein. Und oh ne, ich habe die ganze Zeit nicht gecheckt, wo wir hingehen. Ich sehe dann so eine durchsichtige Wand, einfach Glaswand mit einer Tür, und in diesem Raum sehe ich wieder ein Bett. Und dann hat er gesagt, ich soll da alleine reingehen, was ich ein bisschen gruselig fand, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht mache, was er sagt, dann verliere ich meine Existenz oder irgendwie sowas. So hat es sich angefühlt. Dann habe ich mich auf dieses Bett gelegt und ich wusste nicht, was ich machen soll. Er hat gesagt, alles gut, folge einfach meiner Stimme. Und dann hat er irgendwas gesagt. Und auf einmal fühle ich, wie meine Seele so nach unten fällt. Durch das Bett. Ähm, und ich vergesse dieses Gefühl nie wieder. Das war so intensiv. Ähm, auf jeden Fall, ich falle nach unten, als ob ich durchs Bett falle, und dann bin ich weitergefallen ins Nichts und war auf einmal in so einem schwarzen, unendlichen Nichts. Es war weder ein Ort, ich habe weder Abstand gefühlt noch irgendwas gefühlt. Ich war einfach nur, ich war Bewusstsein, und das habe ich gecheckt, als ich realisiert habe, dass ich keinen Körper habe. Ich sehe einfach nur, ohne Augen zu haben. Ich fühle in mir Frieden, ohne dass ich eine Haut habe. Ich habe einfach keinen Körper. Ich bin einfach nur. Und ich war so fasziniert von dem, was gerade passiert. Durch mich durchfließt so eine wunderschöne Liebe und Ruhe und diese Befreiung von der Begrenztheit. Ne, ich habe auf einmal verstanden, wie begrenzt es ist, in einem Körper zu sein. Ähm, als ich Bewusstsein war, habe ich bemerkt, dass der Mensch begrenzt ist, weil in diesem Moment keine Begrenzung gab. Ich war einfach nur dessen bewusst, dass ich existiere, und nichts konnte mir beweisen, dass ich das tue, aber ich habe trotzdem alles wahrgenommen. Ich war, ohne etwas zu sein. So, könnt ihr checken, was ich meine? Und aus der menschlichen Perspektive ist das eine Begrenzung, weil du so einfach keine Tiefe spüren kannst. Da ist einfach nur Liebe, Liebe und Unendlichkeit, aber keine Entfaltung, keine Erfahrung, keine Intensität, in der man sich verlieren kann für einen Moment. Aber der Mensch ist ein Experte darin, sich in einer Emotion zu verlieren. Und als ich zurück in diesen Körper kam, hat sich alles so heilig angefühlt. Oh mein Gott, ich kann wieder fühlen. Und ich fühle so meinen Körper an und habe einfach nur Gänsehaut. Es fühlt sich so schön an, Leute, dass wir unsere 6 Sinne haben und die ein bisschen begrenzt ist so heilig. Einfach. Dieses, wenn man langsam, es kommt jetzt ein bisschen creepy rüber, aber ist mir egal. Dieses Gefühl, wenn man langsam so sich anfasst. Boah, man isst einfach irgendwas. Man kann fühlen, ja, es ist Materie, aber ich kann fühlen. Ich kann
etwas ansehen. Ich kann etwas konzentriert ansehen. In diesem Bewusstsein konnte ich mich auf gar nichts konzentrieren. Ähm, Ich kann mich auf Sachen konzentrieren, über sie nachdenken, ich kann Hände waschen und dieses Wasser so fühlen. Seitdem meine Gefühlswelt hat sich komplett verändert. Ich fühle alles 10-mal intensiver. Ich schätze das wert, weil ich checke, wenn ich das alles nicht habe, dann verfällt meine Seele in Panik. Und ich glaube, das ist so man findet sich zurück im Bewusstsein und dann entscheidet man sich, was Neues zu erleben. Ich glaube, die Seele entscheidet, was sie erleben möchte und hat aber trotzdem irgendwie einen freien Wille. Aber wenn einem sowieso das findet, was einen finden sollte, weil man sich dazu entschieden hatte, dann hat man ja eigentlich keinen freien Wille, oder? Aber warum sollte dich diese Frage so interessieren, weil du kannst ja eigentlich froh sein, dass das kommt, was kommen soll. Und dann musst du dich gar nicht stressen, dass du irgendwas falsch machst, weil die Sachen sich sowieso von selber so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollen. Das bedeutet, oh mein Gott, es geht um die Erfahrung selbst. Es geht einfach nur darum zu beobachten, was passiert und Leid gehört eben dazu. Und ich werde mich trotzdem immer noch auf diesem Planeten nicht zu Hause fühlen. Ich fühle mich hier einfach nicht zu Hause. Ich habe das Gefühl, ich komme aus irgendeiner anderen Galaxie oder so. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist mir auch egal. Ich will darüber nicht so tief nachdenken, weil ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich hier bin und dieses Video machen kann. Und das macht mir voll Spaß und diesen Spaß kann ich in mir fühlen und es ist so schön. Ja, ich wundere mich langsam nicht mehr, wieso mich Menschen damals als komisch bezeichnet haben, weil ich habe über sowas schon immer geredet, aber boah, und das ist auch das Heftige. Ich habe über solche Themen immer geredet und gefühlt und dann kommen solche Erfahrungen, wo das in 30 Mal intensiver passiert und in echt oder diese Erfahrung, die ich jetzt erzählt habe, wenn du dann von dieser Erfahrung wieder zurückkommst, bist du so, oh mein Gott, ich fühle mich am Leben. Und dann, ja, ich war so fasziniert davon. Ich war ungefähr 1 Minute lang in diesem Zustand. Und ja, und dann ist mir aufgefallen, yo, ich bin gar nicht in den Traum zurückgekehrt, sondern im Nichts. Ich bin alles und nichts gleichzeitig und ich fange an, Panik zu bekommen. Und das war der Moment, wo ich wirklich gecheckt habe, was das Ego ist. Es ist der Moment, als die Gedanken wieder angeschaltet haben. Und dieser Gedanke hat sich angefühlt wie so ein Echo im Nichts. Es hatte keine Richtung. Es fühlt sich ja immer so an, als ob die Gedanken im Kopf sind, aber ich hatte keinen Körper. Und ich bekomme Angst, weil ich realisiere, yo, ich habe ja noch dieses echte Leben mit, was ist mit meiner Familie, was ist mit meinem Leben, was ist mit meinem Träumen. Es war im Nachhinein so interessant zu beobachten, was durch meinen Kopf geht, wenn ich sterbe, weil das bedeutet einfach nur, dass meine Seele noch nicht bereit war, dafür zu gehen. Es war einfach noch nicht meine Zeit, weil die Seele noch nicht fertig war. Ich war noch nicht fertig mit diesem Leben. So, ich hab's voll gecheckt, so. Und dann habe ich natürlich Panik bekommen und diese Panik hat mich direkt aus dieser Welt, also aus diesem, es ist nicht mal eine Welt gewesen, ich habe keine Ahnung, was war, rausgebracht. Und jetzt kommt etwas, was mich total verblüfft hat und für mich bewiesen hat, dass es eine Parallelwelt oder irgendwie sowas. Es muss eine parallele Welt gewesen sein, so wie wir das kennen in dieser Welt. Nur, dass ich es durch sie nicht, nicht durch eine Nahtoderfahrung oder irgendwas erlebt habe, sondern ich bin durch den Traum dahin gelangt. Ähm, so. Ich merke auf einmal, wie meine Seele sich
also meine Energie sich ausbreitet und sich bündelt. Und jetzt glaubt ihr es nicht. Ich fühle, wie meine Seele von oben oder von unten in meinen Körper reinkommt. Ich weiß nicht mehr was. Gibt es überhaupt ein Oben und Unten? Vielleicht war ich auch einfach nur gestreute Energie, die sich gebündelt hat. Ich habe keine Ahnung. Und dann bin ich nicht in den Traum zurückgekommen, sondern ich bin aufgewacht in der echten Welt. Aber ich bin nicht aufgewacht, wie man eigentlich aufwacht. Und zwar, wenn man aufwacht, kann man erstmal nicht klar denken. Man ist so voll kaputt und dann kommt man langsam zu sich. Aber das war anders. Und zwar, meine Seele kommt langsam in meinen Körper rein und das war viel langsamer als dieses Reinkommen in die Seele war länger als das Rausfallen aus der Seele, definitiv. Ich wache auf, als hätte ich eine Vollnarkose. So, da das Video etwas lange geworden ist, habe ich einen zweiten Teil gemacht. Also, falls ihr interessiert seid, wie das Ganze geendet ist, dann vergisst nicht, mir zu folgen. Ein Likechen, ein Däumchen nach oben würde mich sehr freuen und Kommentare würden mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ansonsten guckt mal nach, was unter meiner Videobeschreibung ist. Und wir sehen uns im nächsten Video.